Ja, dann lass es dran. Damit fängst du auf jeden Fall mehr, als wenn es hier draußen liegt. Ja, Mann, jetzt ey, entspann dich mal. Ich habe vor einer Stunde schon gesagt, lass uns anfangen. Da hast du gesagt, nee, wir haben noch eine Stunde. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass du noch 20 Sachen umbauen musst. Nein, das war jetzt nicht böse gemeint, aber ernst. Also rein und los. Genau das ist das, warum ich dich eingeladen habe. Ja. Und genau das ist das, wo man halt eigentlich nur mit Fishstone angeln kann. Mit einem normalen Blei hättest du den Fisch wahrscheinlich gar nicht fangen können. Um das hier geil zu finden, muss schon ein bisschen masochistischer Anlagen sein. Und das wollen wir euch zeigen. Funktioniert es mit Steinen am Kanal effektiv zu angeln. Erste Mission haben wir erfüllt. Sebastian? Um im Kanal die Kanten zu finden, an denen die Fische entlangziehen könnten oder können, werfe ich immer mitten in die Fahrrinne. Und messe dann einfach einmal die Tiefe, damit ich erstmal so einen Ausgangspunkt habe, weil ich einfach pauschal erstmal davon ausgehe, dass mitten im Kanal die tiefste Stelle ist, also die Fahrrinne. Und dann ziehe ich einfach immer, ich habe hier so eine kleine Markierung auf der Route, ziehe ich einfach immer von dem Schnurlaufröllchen, rutsche mit dem Finger an der Route entlang bis an die Markierung und lasse dann los. Das sind aus dem Englischen abgeleitet 1 Fuß, also 33 cm und 3 mal ziehen ist quasi 1 Meter Wassertiefe. Wenn man die Markermontage so über den Boden zieht, dann fühlt man auch relativ gut, ob da irgendwas auf dem Boden liegt. Das sind dann so kleinere Kanten oder irgendwelche Vorsprünge oder Steine, wo sich die Montage drin aufhängt oder dran gebremst wird, und das kann man damit dann auch schon ertasten. 10, 11. Da ist jetzt 30 cm flacher, das heißt, ich habe den gerade die Kante hochgezogen, und als ich die Montage über den Boden an mich rangezogen habe, habe ich halt auch gemerkt, dass es ein bisschen, ja gut, ob es bergauf geht oder nicht, aber es ging auf jeden Fall ein bisschen schwerer, wenn man dann die Montage die Kante hochzieht. Und ich habe den Marker jetzt hochgezogen oder hochkommen lassen, und da lege ich jetzt eine Route ab.
fütter eine Spur vom Ufer aus bis ja, in die Fahrrinnenmitte eigentlich, oder so weit wie ich mit der Kelle halt komme. In der Hoffnung, dass egal wo die Fische langziehen, irgendwo über meine Futterschranke stolpern und dann sich halt auf meinem Futterplatz hin und her arbeiten. Ein Meter vor der, von uns aus vor dieser Frage. Da ist es richtig tief, sagst du? Weiß ich nicht, bin gespannt. Hier war es richtig tief. Ich wollte eigentlich gucken, ob es da immer noch tief ist. Wir versuchen ja gerade dieses Loch wieder zu finden, von dem ich gesprochen habe. Hier ist eine richtig krasse Kante, da geht das in 90 Grad Richtung runter. Genau die meine Da ich. ist die Montage gerade einfach so runtergekullert. Genau die meine ich. Das ist schon ein bisschen nah an Susanne dran, ne? Das ist quasi 1,5, 2 Routenlängen vor der Route. Ja, Mann, wie gesagt, machen wir so. Jetzt muss ich hier gerade noch mal ran. Hm? Okay, danke schön. Das Hindernis ablegen machen wir tatsächlich oft. Ja, du. Aber ich finde, ich probiere das jetzt mal so. Aber wir machen das jetzt so, auf jeden Fall. Dann die habe ich ja. Jetzt müssen wir sozusagen hier mit der, das ist die weiter draußen. Die rechte muss so und die muss so. Alter, das was man ja noch denken können. Brennnesseln. Ein Loop dahin Schwer. wird schwer. Der fliegt hier raus. Gucken wir ihm mal den Punkt ab. Ja, dann baue ich mal das Schild. Hast du schon mal Pop-Ups geangelt oder in der Mitte Ja, klar. oder so? Ja, in der Mitte, ja, aber bis jetzt nie wirklich drauf gefallen. Das sind nur besser Winkel, ja? Okay. Ich weiß, dass Bekannte von mir auch mitten in der Fahrrinne mit Pop-Ups angeln, aber irgendwie habe ich immer mehr Vertrauen dazu, wenn ich da einen normalen Bodenköder habe, den ich auch fütter. Hier habe ich jetzt das Pop-Up-Regal, da muss ich es doch noch so oder so und so machen. Das ist alles noch mal wieder ein bisschen anders als mein ursprünglicher Plan. Okay. Das verändert jetzt einiges. Ich hatte mir einen schönen Plan zurechtgelegt für alle Stellen. Jetzt wird alles wieder über den Haufen geworfen. Ich dachte, dein Plan stand heute spät Nachmittag schon. Hä? Der Plan stand doch heute Nachmittag schon. Ja, ja. Weil jetzt müssten die Routen eigentlich tatsächlich ganz am echt mal liegen. Ja, ja, das stand ja auch schon, aber ich hatte halt einen anderen Plan, als du jetzt gesagt hast. Also ich hätte da die Route ganz einfach anders Dann hingelegt. mach deinen Plan. Ja, das ist jetzt so die Frage, ob ich das jetzt noch anpasse. Mach deinen Plan, Hauptsache da liegt was. Ja, ne, ich habe jetzt hier halt im Pop-Up-Rig dran. Ja, dann lass es dran. Damit fängst du auf jeden Fall mehr, als wenn es hier draußen liegt. Ja, Mann, jetzt ey, entspann dich mal. Ich habe vor einer Stunde schon gesagt, lass uns anfangen. Da hast du gesagt, nee, wir haben noch eine Stunde. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass du noch 20 Sachen umbauen musst. Nein, Nein, das war jetzt nicht böse gemeint, aber ernst. Rein und los. Ja, jetzt machen. Ja, na klar. Also ist ja richtig. So dann. Die Rush Hour ist nicht die beste Zeit für Experimente. Oh Mann. Das sind jetzt aber auch 400 Gramm oder so. Das ist ein richtiger Oschi. Das ist Abenteuer, ja. Ja gut. Also es war tatsächlich ein bisschen weit, aber ich würde sie so liegen lassen.
Also ich kann noch ein kleines Stück ziehen, aber ich hatte tendenziell... Also dann lass liegen, hey, lass liegen. Alles gut. Wenn du sagst, das sollte ich eher hinter der Boje liegen oder eher vorher, wenn tendenziell? Tendenziell eher hinter der. Dann würde ich es so lassen. Ich habe noch 2 Meter gezogen und dann absinken lassen schräg. Dann würde ich sie so einspannen. Schon mal die nächste Karte? Oh, Brennnesseln, Brennnesseln. Chicken Inferno. Der Geheimtipp für den 40er. Ja, das war super. Leute, habt ihr das gehört, was er gesagt hat? Das war super. Ich wurde gelobt vom Kanalgott. Ein bisschen Ordnung muss sein. Emotionen. Also ich habe vielen Dank, ist super lustig und super geil. Das ist nur einfach krass. Nur eben zur Erklärung, ich habe so gefüttert, oder ich habe dir den Marker jetzt quasi so hingestellt, dass du von dir aus vor der Futterspur angelst. Das heißt, wenn die Fische, die können ja entweder nur von rechts oder von links kommen. Wenn sie von links kommen, dann fressen die sich erst auf dem Futterplatz satt oder fressen zumindest erst auf dem Futterplatz und sammeln sich so ein bisschen. Wenn du hinter dem Futterplatz angelst, dann greifst du im schlimmsten Fall den ersten, der aus der Schule gleich mit deiner Montage abhaut. Weißt du, das ist ja richtig System dahinter. Ja, selbstverständlich. Nur so geht's. Ja, das stimmt. Geil. Okay, ich bin gespannt. So, die letzte jetzt noch hier. Es wird Zeit. Ja, ich suche nochmal die Volley-Tüte. Ich würde überhaupt die letzte Route steht. Ein bisschen Futter und dann abwarten. Wir haben jetzt alle Routen gerade frisch rausgebracht. Hat noch ein bisschen länger gedauert, weil wir noch ein paar Sachen erstmal hier diskutieren und klären mussten. Nee, wir mussten erstmal noch ein bisschen, ich musste selbst erst noch mal kurz drüber nachdenken, was ich jetzt nur genau mit den einzelnen Routen mache. Ich habe mich jetzt doch ein bisschen mehr noch mal beraten lassen und ein paar Sachen geändert. Ich bin gespannt bei einer Sache, da hatten wir auch mal eine unterschiedliche Meinung. Aber dafür muss die Route erst ablaufen. Ich bin auch jetzt froh, dass alles liegt. Müde noch was essen. Liegen auf jeden Fall super. Ich habe tierisch Hunger. Ganz ehrlich. Ja, also wir haben jetzt wirklich hier 6 scharfe Routen. Die liegen gut. Die Wasserstraße ist eröffnet. So, mal gucken, ob ein paar Lust haben auf eine Nachtfahrt. Die Karpfen hoch. Hoffen wir. Ziemlich gut geschlafen. Nacht 2 ohne Fisch. Aber es tat auch mal ganz gut, das ist echt anstrengend hier.
Ganz lustig ist, Sebastian hat gesagt, ob wir um 8 einpacken und wir spätestens um 12 an der nächsten Stelle sind, weil wir anscheinend in dieser Ruhezone die Fische sich mittags aufhalten. Jetzt ist es schon 10 nach 9. Wir gehen dann jetzt mal weg. Es ist schon 10:30 Uhr. Es ist schon 10:30 Uhr. Wir haben ein bisschen im Bett. Das Einpacken. Ja, aber ruhig halt Nacht. Aber ruhig halt Nacht. Ja. So viel Tag am Morgens. Ein hartes Brot, finde ich. Also dazu hast du ja nicht zu viel versprochen, von wegen, das wird nicht gerade einfaches, entspanntes Angeln, sondern hier war schon was zu tun. Morgens auch, ich bin wach geworden, als der erste Tanker hier um 5:30 durch ist und alle Bissanzeigen anfingen, wie wild zu piepen. Jetzt ist es Stellenwechsel und weitermachen. Eine Nacht haben wir noch und ich bin stark motiviert, noch einen Fisch zu fangen. So, jetzt heißt es hier rucki zucki zusammenpacken, weil die Mission steht immer noch. Eine Sektdusche. Ja, ich habe schon zu Sebastian gesagt, ich glaube, das ist jetzt hier einfach, das Leben gibt uns Drama. Die Frage ist nicht, wie viel du austeilen kannst. Die Frage ist, wie lange und wie viel du einstecken kannst. Und das ist genau der Punkt, worum es geht. Auch im übertragenen Sinne, ich finde es auch immer bezogen aufs Leben ganz spannend, wie viel kann man auf die Fresse kriegen und sich trotzdem treu bleiben. Und trotzdem seinen Werten und Idealen treu bleiben. Ja, hier mal ganz spannend, so viel zu scharfkantigen Steinen, ne? Benutzen wir auf jeden Fall die ganze Zeit. Macht keine Probleme. Hier jetzt auch ordentliche Klötzer. Also wir haben hier die ganze Zeit sehr schwere Steine geangelt. Der wird so locker 300 Gramm haben. Ja.
überlege mir gerade, ob ich jetzt für den letzten Tag passend zum Thema einfach alle Routen rausschwimme. Wie gesagt, es muss jetzt hier halt nochmal was laufen. So könnte man die schön ideal positionieren auf jeden Fall. Lass mir das mal kurz nochmal durch den Kopf gehen. Mach das. Ich schwimme jetzt einfach die Routen raus. Nimm den größten Stein, den ich finden kann, leg die an den besten Spot und lass die da liegen. Und drück einfach nur die Daumen. Das ist schon echt spannende Stimmung gerade. Sehr konzentriert bei mir. Irgendwie bin ich schnell und flott gewesen und jetzt positioniere ich die Routen noch ideal. Yes! Ich dachte, was geht hier los? Meine Route lag in der Mitte und irgendwann ging es nur rechts. Scheiße, letzte eine Dreiviertelstunde habe ich zugeguckt, bis da geblasen geschlagen hat. Total verrückt. Und dann habe ich da, in so Momenten frage ich mich dann auch, sag mal, habe ich irgendwie Benzin an den Händen oder was soll? Was ist das? Was hier? Irgendwie. Aber ja, ne, das sieht da gerade ganz gut aus. Schön. So wie geplant. Ey, das ist wirklich, seitdem wir hier angekommen sind, der erste entspannte Nachmittag, an dem ich das Gefühl habe, alles ist fertig, alle Routen liegen, das sieht gut aus. Da hinten ist gerade was gesprungen. So ein Satz zeigt er ja, ne? Wir haben hier eben gesessen, so ein bisschen gechillt und aufs Wasser geguckt. Und dann kamen so ein paar Blasenspuren angewandert, Richtung Futterplatz. Und dann hat Carsten da eben schnell die eine Route rausgenommen, die Fische angeworfen. Und jetzt scheint es, als wenn sie sich ein bisschen lächerlich machen, weil wir hatten einen Blasenteppich angeworfen, der verschwand dann. Dann entstand ein neuer Blasenteppich auf halber Strecke, den hat er dann angeworfen und jetzt sind sie an der alten Stelle wieder. Und wir warten mal ab, was jetzt passiert. Also ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, der letzte Wurf war right genau on the bank. Nee, wie on the spot? Money of Gold? Nee, irgendwo gibt es doch so einen komischen Spruch. Wie auch immer, er war genau, also das war so, das wäre jetzt beim Dart, wäre das die 11. Auf jeden Fall da, siehst du, da sind die Blasen nämlich immer noch und mein Köder liegt jetzt 3 Meter weiter rechts und die schwimmen jetzt hier schön, weil das ist ja, wie du mir erzählt hast, Kanalstraßen und so. Oh, Alter, gleich. Aber ist auch hier da hinten wieder. Ja, das ist jetzt ist genau auch eine da. Version von Taktik. Also das macht tatsächlich Sinn, buckelnde Fische oder Blasen anzuwerfen. Das hat mir auch schon den einen oder anderen Fisch gebracht. Danke. Danke. Es macht Sinn. Dafür muss man sie halt aber auch sehen, ne? und beobachten. Und wenn du einfach nur im Zelt sitzt und ins Schilf guckst, dann passiert das halt nicht. Aber wenn man seine Umwelt einigermaßen im Auge hat und wahrnimmt, dann... Also das sieht tatsächlich echt gut aus. Da blubbert da übelst. Meine Route liegt jetzt da 2-3 Meter daneben. Also, und da blubbert es gerade genau fast drauf. Boah, Mann, ich kann es nicht aushalten. Das ist auf jeden Fall nicht nur ein Fisch. Nee. Jetzt werfe ich immer 2-3 Mal die Blasen an und dann nachher abends werden alle noch mal rausgeschwommen. Jetzt ich gehe noch mal schön baden, das war sowieso mega geil. Und dann kann ich halt löschen. den Sonnenbrand löschen. Und beim Rausschwimmen kann man halt dann wirklich schön runterlassen, fühlen, liegt es weich, liegt es hart.
und es wirklich perfekt ablegen, jetzt wenn die Tanker nicht mehr fahren. Und dann kann ich sicher sein, ich habe 3 Routen mit blitzscharfen Haken, bombastischen Ködern und die liegen da draußen und der Rest liegt in Petris Gnaden. Amen. Leute, könnt ihr jetzt an der Stelle, wenn ihr diesen Film gerade an der Stelle guckt, mal alle übelst kräftig die Daumen drücken, dass jetzt gleich ein Fisch fällt? Fisch fällt, hört sich so schlimm an. Jo Leute, also nur noch mal zum Zeigen, wie wir jetzt hier an so strömungsbehafteten Gewässern angeln, auch mit fetten Schiffsverkehr und riesigen Tankern. Also das ist jetzt hier wirklich ein Stein von 400 Gramm, würde ich sagen. Ich habe den hier mit einer Heli-Montage einfach gebunden. Und dann hier so ein Hinged Stiff Rig, dass ich halt gegen das Verwickeln sicher sein kann. Ich habe den gerade eingekurbelt und der ist tatsächlich auch noch komplett intakt. Ja, so kann man mit starker Strömung umgehen. So, jetzt machen wir den noch einmal klar und drücken die Daumen. Also ich habe wirklich so einen Aberglauben. Und zwar, wenn ich ans Wasser komme, das allererste, was ich aufbaue, bevor ich überhaupt irgendeinen Reißverschluss vom Routenfutteral aufziehe, ist der Kescher. Das hat mein Jugendwart mir damals eingetrichtert mit 13, 14 oder so. Das erste, was ihr aufbaut, ist der Kescher. Und eine Waage, bevor du was gefangen hast, aus der Tasche holen. Das geht nicht. Nein, wenn du eine Waage ans Zelt hängst, das klappt nicht. Dann fängst du nichts. Also, das ist so. Ich schmeiß jetzt hier noch meine Lotroute, schwimme meine Routen raus und dann geht's hier in die Nacht für mich. Auf geht's. Sehr gut, unter Einsatz. Was? Ich dachte, das ist leichter. Dann kann ich wieder raus aus dem Wasser. Das ist ja richtig fest. Okay. Und dann noch einer? Ich weiß es nicht. Das ist an, aber ich glaube, das ist der Fette, der da hinten anlegt. Alter, jetzt ist mir richtig kalt. Oh, leck mich. Mit Pulli an, füttern und dann geht's hoffentlich gleich ab. Guck mal, Carsten, das ist mein Lieblingsvorfach. Also das fische ich tatsächlich nicht nur am Kanal, sondern eigentlich ja, zu 80%. Der Haken ist dabei nicht so wahnsinnig wichtig, aber das ist ein Vorfach für alles, weil ich das Haar mit Zahnseide gebunden habe und den Knoten, das ist so ein Stopperknoten, den kann ich auf dem Vorfach runterschieben und kann damit das Haar verlängern. Also das Haar läuft parallel zum Schenkel unter dem normalen No-Knot-Knoten und so kann ich mich den Situationen halt anpassen, ohne dass ich das Vorfach tauschen muss. Ich kann einen Sinker angeln oder 2 Sinker oder einen Schneemann. Lotroute raus, fertig gefüttert. Ich habe jetzt echt hier so eine, ich mache sowas super gern, wie so ein U gelegt quasi oder so eine Spur, dass wenn alle Fische, die jetzt auf dieser Flusshälfte langkommen, müssen auf Boilies stoßen
Und ich hoffe, dass sie dieser Spur folgen. Dann müsste ich sie quasi von außen ranlenken. Ja, war. Man könnte sagen, nochmal die Ruhe vor dem Sturm. Das ist schon echt spannender Einblick. Macht Spaß. Jetzt muss ich nur noch, wie gesagt, mal gucken. Letzte Nacht noch die Abschlussnacht. Und es fühlt sich an wie eine Woche. Krass, ne? So bei mir gerade, als wäre ich eine Woche angeln, das waren gerade mal 2 Nächte. Es war jetzt hier kein unendlich langes Ding. Aber es ist ja auch tatsächlich jede Stunde irgendwas passiert. Ja, wenn man nicht einmal, ja gut, abends vielleicht mal so wie jetzt, ne, dass man mal sitzt. Aber sonst war das ja schon, es war ja dauernd irgendwas. es war nicht so Campingangeln auf jeden Fall. Es war wirklich totale... Nichts für zart beseitete Seelen. Totale Action, ja. Immer aktiv, immer unterwegs. Reicht? Noch Mit mehr? Eiern kennst du dich aus, sagst du? Ich kenn mich gut Oder aus. was deine favorisierte Angelei werden kann? Oder bleibt das bei, du besuchst mich einmal im Jahr? Nee, ich will Kanalangeln auf jeden Fall noch mal machen und ich will auf jeden Fall auch Kanalfische fangen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann eher zum Beispiel das heute oder die erste Nacht, das war auch schon auch schöner. Dieses krasse Industrieangeln ist halt doch schon Nichts für hart. dich? Das, also mal eine Nacht aus Spaß, um es mal so zu machen. Das Kanal ist ein bisschen hart und man muss sich durchbeißen. Das ist geil, auch was wir gesagt haben, diese Motivation. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also vervollständigen würde ich, Kanal ist, was du draus machst. Weil es ist, Was du da sagst, ja, was du reinsteckst, kriegst du auch irgendwann wieder. Ne? Und es ist harte Arbeit. Ja, voll, das stimmt. Es ist kein Kindergeburtstag und kein Ponyhofangeln. Klar, es gibt immer idyllischere Ecken und einfachere Ecken, aber für mich ist manchmal halt auch der Anspruch, da Fische zu fangen, wo ich das will. So, und gerade so diese Industrieromantik von gestern. Und da ist halt auch die Chance relativ groß, dass die Stelle einfach frei ist, weil das tut sich nicht jeder an. Ne? Kanalangeln, das ist schon eine Nummer. Ja, ne? Das ist schon krass. Also, wie auch für mich, wie gesagt, wieder eine total komplett neue Angelwelt. Vor ein paar Wochen war ich noch bei Lukas. Da wurde mit kleinen Hanfkörnchen gefüttert und so Fake-Mais geangelt. Und hier fliegen halt einfach mal so provisorisch ein paar Kilo Boilies rein. Und dann kommt halt so ein dicker Tanker vorbei. Dann fliegen halt wieder ein paar Mais. Dann sind sie weg. Ja. Also es ist echt anders, krass. Aber Also mit diesem Baggersee-Müsli-Angeln hat das tatsächlich nicht viel zu tun. Ne? nee. Alles eine Nummer gröber und stabil. Ja, stabil auch das Ganze, auch so diese Wurfgewichte einfach. Die Gewichte, die man einfach auch angelt und an den Haken ranmacht und so. Das ist wirklich auch für mich nochmal sehr spannend für die Entwicklung. Einfach mal, das war auch ein Ziel von mir, von diesem ganzen Videoding, mal am eigenen Leib zu fühlen, was brauchen meine Kunden in den verschiedenen Regionen von mir. Ne? Also, wenn ich jetzt alle glücklich machen will, was haben denn die überhaupt für unterschiedliche Anforderungen? Und das hier mal zu erleben, ist auf jeden Fall gut. Gut, das, was wir Also gerade alles. gestern, das war natürlich Hardcore. Ne? Also das ist ja nun nicht der Durchschnitt. Also die Essenz aus all den 3 Stellen, das ist so Kanaldurchschnitt. Ja, voll. Das gestern war schon Oberkante. Ja, alles, aber es hat ein gutes abgegeben. Heute war für mich halt irgendwie mal so der chilligste Tag, finde ich. Wir waren halt wirklich pünktlich fertig, alles hat gestanden. Ich habe auch echt ein gutes Gefühl heute. Irgendwie ist alles schön ruhig, Boilies liegen. So ist Kanalangeln ja tatsächlich idyllisch. Das ist ein guter Deal. Nee, ich finde es echt, wie gesagt, mega geil und ich will einfach, also zum Beispiel mit so einem Hypod, jetzt übertrieben, aber mit sowas eigentlich auch nicht. Und ich will einfach gerne hier sitzen und einfach nur sehen, wie die Rutenspitze nach unten geht. Und so ein Biss hier mal haben und hier mal einen Fisch drillen, gucken, wie sich das anfühlt und wie die hier so Power haben und was auch immer. Darauf freue ich mich. Und es war sehr schön. Vielen, vielen Dank. Echt sehr cool gelaufen. Vielen Dank, Stefan. Auch sehr cool gelaufen. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon Spaß zum Video. Wir werden morgen bestimmt nochmal Tschüss sagen. Aber ansonsten... Vorher noch eben den Fisch präsentieren. Genau, ansonsten gibt es jetzt noch Fisch-Action. Und dann geht das nächste Video bald weiter.
Also meine Nacht war auf jeden Fall richtig kacke. Ich habe irgendwie mich hingelegt und ich habe gar nicht mal irgendwie dran gedacht, das Wetterradar zu gucken oder irgendwas. Man hätte ja mal gucken können, aber es war so schön die ganzen Tage. Ich dachte, so in Osnabrück scheint nur die Sonne. Und morgens um 4 fing es dann schön an zu regnen. Und wie man hier sieht, reicht der Schirm nicht ganz für die Liege. Deshalb weichte mein Schlafsack immer mehr durch. Mir wurde bewusst, dass es kein Fisch gebissen hat. Ja. Und natürlich ums Wetter und nicht eigentlich die Gäste. Aber es war gestern ja auch quasi einfach zu geil, um Über Regen nachzudenken. Ja, so kann es laufen. Ist schon hart jetzt, so ein bisschen enttäuschend. So, heute Morgen war dann schon so scheiße, alles nass. Irgendwie kaum gepennt, kein Fisch gebissen. Ja, doch recht hoffnungsvoll. Aber das gehört ganz normal dazu. Und wenn wir uns mal auf den Punkt bringen, 3 Nächte, 3 Fische, hä? Eigentlich kein schlechter Schnitt. Ne? Nee, es wäre schon geil gewesen. Ich glaube, wir beide hätten schon richtig gerne hier noch einen rausgezogen. Ja. Mich wundert es auch tatsächlich ein bisschen, dass gar nichts mehr passiert ist. Mich auch. Also, dass uns nicht umrennen, das habe ich gestern Abend schon gedacht. Aber 1, 2 wären eigentlich noch drin gewesen. Ne? Ja, scheiße. Meine erste Jahreshälfte läuft tatsächlich noch nicht so gut, aber was soll's. Geht weiter. Ja, der traurige Abschied. Immer das Schlimmste. Es gibt Tage, da bist du der Hund und es gibt Tage, da bist du der Baum. Ich glaube, wir waren tatsächlich der Baum heute. Ich war auf jeden Fall der Baum. Also auch von meinem Schirm runter ist so ein schöner Strahl Regen direkt auf meinen Schlafsack und hat sich dort in der Kuhle gesammelt. Also es war wirklich buchstäblich der Baum. Nee, also es war toll, trotz allem. Du hast ja trotz jetzt die letzten 2 Nächte oder bei mir jetzt keinen Fisch lief, aber wie gesagt, das ist halt auch scheißegal. Das Durchbeißen heißt ja auch nicht nur in einer Angeltour, manchmal geht's halt. Ich möchte in dieser Videoreihe vor allen Dingen Angeln auch authentisch darstellen in diesen ganzen verschiedenen Szenarien und nicht einfach jedes Mal nur so eine Fische präsentieren, weil machen wir uns nichts vor. Es gibt vielleicht Bereiche, wo das so ist, aber jeder Angler kennt, dass es einfach nicht immer nur so läuft und ich möchte da auch vertrauensvoll und authentisch das Angeln wiedergeben. Und ich blenke ab und zu. Ja. Und man hat man eine passiert uns auch. Genau. Aber nee, es war sonst alles super krass. Wie gesagt, ich glaube, ich muss erst mal zu Hause schlafen gehen und mal das alles noch mal so verarbeiten. Ich finde, das kommt dann immer erst später, wenn man drüber nachdenkt. Aber diese ganze Tanker hier, 3 verschiedene Kanalszenarien, also krasser Einblick. Das war auf jeden Fall super. Eine Sache bedauere ich wirklich. Ich habe keine Brasse gefangen. Ich hätte die Sektdusche gerne gesehen. Ja, die hätte ich allerdings. Wie gesagt, die Sektdusche wird nachgeholt. Irgendwann kommt das Ding und wie gesagt, es geht jetzt quasi direkt weiter, einen Tag Pause, dann geht es zum nächsten Dreh und ich schicke dir dann die Sektdusche per Handy-Video. Perfekt. Wenig. Genau.